Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich weiß, bei euch ist Herbst und vielleicht habt ihr Glück und ihr habt goldenen Herbst. Bei mir ist Frühling. Sieht man mir das an? Ich habe sogar Eiswürfel in meiner O-Saft-Schorle. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sprechen heute mal wieder über Minimalismus. Also holt euch vielleicht eher einen Tee als eine O-Saft-Schorle mit Eiswürfeln und dann legen wir los. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Kurz off topic, ich finde, man sieht mir an, dass ich ein Sommermensch bin, wenn ihr mein Auftreten und mein Aussehen vergleicht mit den Videos aus den letzten 6 Monaten. Oh mein Gott, ich bin so ein Sommermensch und diese 12 Monate Winter, die haben mich so gekillt. Aber ja, jetzt geht's nur noch bergauf. Das Wetter ist fantastisch, meine Laune ist fantastisch und ich hoffe eure auch. Wir reden über Minimalismus und zwar habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht, über welche Themen des Minimalismus wir bisher noch nicht so viel gesprochen haben. Und eine Sache, die mir in letzter Zeit immer wieder begegnet in den Kommentaren, ist die Frage, ob ich denn überhaupt noch Minimalistin bin. Und natürlich habe ich darüber nachgedacht, woher kommt das überhaupt? Also was vermittelt euch jetzt den Eindruck, ich wäre keine Minimalistin mehr oder ich würde nicht mehr hinter diesem Minimalismus-Ansatz stehen? Und beim drüber nachdenken bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, oder vielleicht unter anderem oder bei manchen von euch daran liegt, dass ich nicht den gleichen Minimalismus lebe wie andere YouTuber, die hier auf YouTube auf Deutsch Videos über Minimalismus machen. Das hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, dass ihr nicht den Minimalismus anderer leben solltet. Und ich lade euch natürlich ganz herzlich dazu ein, wie immer, unten in den Kommentaren mitzudiskutieren, eure Meinung reinzuschreiben. Ich persönlich, sowie vielleicht auch viele von euch, haben die Inspiration zum Minimalismus von YouTubern, Bloggern, Instagrammern bekommen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich auf diesen Minimalismuszug gekommen bin. Das allererste war natürlich, dass ich mich überfordert gefühlt habe von meinem ganzen Besitz. Dann die Reise in die Mongolei, wo die Menschen in den Jurten wohnen mit quasi keinem Besitz und total glücklich waren. Aber die Umsetzung in meinen Alltag in Erlangen hat eigentlich erst erfolgt, als ich mich dann vermehrt mit dem Thema beschäftigt habe und wirklich alle Videos in YouTube zum Thema Minimalismus gesuchtet habe. Und da gibt es natürlich einige YouTuber, die sehr groß sind. Es gibt englischsprachige, deutschsprachige, natürlich auch in allen anderen Sprachen. Aber es gibt so ein paar Meinungsführer im Minimalismus. Wir Menschen neigen dazu, Konzepte, die man nicht greifen kann, irgendwie zu versuchen, in Regeln zu packen. Und so kommt es natürlich, dass wir die Lebensweise dieser Meinungsführer mit den meisten Abonnenten, sage ich jetzt mal, oder mit den Videos, die uns am meisten entsprechen, das können natürlich auch YouTuber oder Minimalisten sein, die nicht zu den größten gehören, aber halt die Influencer, sage ich jetzt einfach mal, deren Art von Minimalismus uns am meisten entspricht, uns am meisten zusagt, dann neigen wir einfach dazu, dass wir deren Art und Weise als Gesetze betrachten. Weil irgendwie muss man natürlich versuchen, dieses Konzept Minimalismus, was halt schwer definierbar ist, in Worte zu fassen und in Regeln fürs eigene Leben zu übersetzen oder in Regeln zu fassen, um überhaupt eine Orientierung zu haben, wie man das für sich umsetzt. Ich meine, klar, Minimalismus bedeutet wenig Sachen, weniger Sachen als der Durchschnitt. Aber ist das wirklich so? Denn wenn wir uns das Konzept mal ganz genau anschauen, dann gibt es eigentlich keine feste Definition, sondern Minimalismus bedeutet ja vielmehr, sich von jeglichem Ballast zu befreien. Das heißt, von Sachen zu befreien, die einem nicht dienen, die einen irgendwie nerven, die einen belasten, die einfach irgendwie zu viel sind und an denen man keine Freude hat. Aber natürlich mit den ganzen YouTube-Videos und mit dem ganzen Vorleben, was passiert, und da nehme ich mich ja natürlich auch nicht aus, haben wir uns ja alle immer sehr darauf konzentriert, wie die Anzahl der Gegenstände in unserem Zuhause ist. Und versteht mich nicht falsch, ich will das jetzt gar nicht kritisieren, denn das ist natürlich oft der Einstieg in den Minimalismus, das ist der erste Schritt, das ist das Offensichtlichste, sich von dem Klatter zu befreien, den man zu Hause hat, heißt im Endeffekt einfach Gegenstände auszusortieren. Denn das Leben ohne unnötigen Ballast ist das, was eigentlich alle Minimalisten gemeinsam haben. Und am einfachsten startet man einfach mit Gegenständen. Alle von euch, die sich schon länger mit Minimalismus beschäftigen, sind wahrscheinlich auch der Meinung, dass es bei den Gegenständen aber nicht aufhört und dass es dann viel, viel weiter geht und sich ausbreitet über Bekannte,
Freizeitaktivitäten, dann geht es Richtung Ernährung, dann geht es irgendwann auch vertieft vielleicht Richtung Glaubenssätze. Man versucht sich zu befreien von diesen ganzen Wertvorstellungen, die man durch die Gesellschaft bekommen hat und konzentriert sich viel mehr Stück für Stück darauf, was einem wirklich wichtig ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass die meisten Personen, die mit Minimalismus starten, so wie ich oder auch ich persönlich, so ein paar Phasen durchlaufen. Als erste Phase ist immer ganz stark dieses Aussortieren. Alles raus, raus, raus. Und die Säcke mit Sachen verlassen die Wohnung und das fühlt sich großartig an. Und das ist auch ein Schritt, der auf jeden Fall dazugehört und der motiviert und der auch dahin gehört. Irgendwann stagniert man, dann fragt man sich, jetzt habe ich so viel weniger, aber irgendwie es ist immer noch nicht so leer wie bei anderen Minimalisten, aber irgendwie kann ich gerade noch nichts gehen lassen. Dann irgendwann wird man ein bisschen ruhiger, widmet sich vielleicht anderen Lebensbereichen. Fängt an, Aktivitäten auszusortieren, Freunde, Bekanntschaften, Hobbys, solche Sachen. Der ein oder andere beschäftigt sich dann auch vielleicht mit seinen Finanzen, bringt das Ganze in Ordnung, bringt seine Ernährung in Ordnung. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo alles, was stört, weg ist. Und was dann passiert, ist ganz interessant, denn wenn wir nichts mehr haben, was stört, dann entfaltet sich unser wirkliches Ich so ein bisschen und wir spüren wieder, was eigentlich wirklich Spaß gemacht hat in unserem Leben und für was wir auf einmal wieder Platz haben. Ein Beispiel wäre, dass man alles aussortiert und zum Beispiel auch seine Bastel- oder Malsachen, weil man die einfach schon seit Jahren nicht mehr angefasst hat. Und 1-2 Jahre später, wenn man eine super leere minimalistische Wohnung hat und auch alles andere aussortiert hat und sich angekommen fühlt, dann fängt man auf einmal an, dieses Basteln oder diese Malsachen wieder zu vermissen. Und man merkt, das war eigentlich die ganze Zeit voll das wichtige Thema für mich. Das war eigentlich eine Sache, die tief in mir verwurzelt ist, eine Sache, die mir total viel Befriedigung gibt, die mich total glücklich macht, diese Sachen zu machen. Aber ich habe das alles aussortiert, weil ich einfach in den Jahren davor nicht gebastelt oder gemalt habe. Aber der Punkt ist, dass man vielleicht einfach keine Zeit dafür hatte unter all dem ganzen Klatter. So, was passiert jetzt? Man hat natürlich ein schlechtes Gewissen, weil man die Sachen aussortiert hat und man kauft sie wahrscheinlich wieder neu. Auf mich persönlich trifft das auch zu, allerdings nicht mit dem Beispiel Basteln oder Malen, denn das habe ich alles schon nicht mehr, seit ich Kind bin. Das Malen ist für mich auch eine Sache, die ich wiederentdeckt habe, aber nicht nach dem Aussortieren, sondern quasi seit meiner Kindheit. Aber ich habe andere Sachen. Und zwar hatte ich den Glaubenssatz übernommen von anderen Minimalisten auf YouTube oder auf sonstigen Kanälen, dass eine Minimalistin nicht sich interessieren darf für Mode oder nicht Fashionista sein darf oder nicht fancy Klamotten haben darf und nicht mehr als 10 Paar Schuhe besitzen darf und auf jeden Fall einen Capsule Wardrobe haben darf mit so und so viel Teilen und vielleicht sogar Project 333 und ja, es soll eine limitierte Anzahl an Klamotten geben, möglichst wenig und möglichst basic. Das habe ich natürlich als Glaubenssatz entwickelt, weil einfach 90% der Minimalisten, die in Social Media tätig sind, einfach tatsächlich sich nicht wirklich sehr für Mode interessieren oder weil Mode in deren Leben keine große oder wichtige Rolle spielt. So, und ich bin jetzt genau an dem Punkt, wo ich sage, okay, mein Kleiderschrank ist super klein und ich habe nur noch Teile, die ich mag, aber irgendwie habe ich mich trotzdem eingeschränkt gefühlt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich akzeptieren kann, dass das eine dem anderen nicht widerspricht. Nur weil ich Minimalistin bin, heißt das nicht, dass ich mich nicht dafür interessieren darf, dass ich keine Freude daran haben darf, dass ich mich nicht zurechtmachen darf, dass ich kein Make-up besitzen darf. Ich sage jetzt nicht, dass ich wieder so einen riesigen Kleiderschrank mit random Sachen haben will, wie ich ihn früher hatte, weil das hatte schon seinen Grund, dass man nie was zum Anziehen hat und so. Ich hatte damals einfach auch keine Ahnung, was mein Stil war. Und wie ihr wisst, habe ich mich ja auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt und mich auf eine Stilrichtung sozusagen festgelegt oder sie entwickelt. Also unterm Strich war ich auch Opfer dieses Gesetzbuches, was sozusagen ungeschriebenerweise veröffentlicht wird von allen Minimalismus-Influencern. Und ich möchte euch einfach einladen zu reflektieren, ob die Art von Minimalismus, die ihr in eurem Leben lebt, ob das wirklich ihr seid oder ob ihr einfach nur denkt, das gehört dazu. Zum einen will ich euch natürlich davor schützen, jetzt beispielsweise alle Bastelsachen wegzutun und dann 2 Jahre später zu merken, dass euch das total fehlt. Aber gleichzeitig möchte ich euch auch offiziell die Erlaubnis aussprechen, solche Sachen zu behalten oder zum Beispiel Dekoration im Haus zu behalten, auch wenn es nicht typisch Minimalismus ist, dass man dekorierte Wände hat. Oder trotzdem an eurer Schuhsammlung festzuhalten, wenn es was ist, was euch wirklich dermaßen Freude bereitet.
Ich möchte euch auch die Erlaubnis aussprechen, nochmal explizit, dass ihr Erinnerungsstücke behalten könnt. Ich kriege ganz oft Nachrichten mit der Frage, wie hast du dich von Erinnerungsstücken getrennt, weil irgendwie kann ich es nicht und ich habe so viele davon. Niemand sagt, dass ihr das machen müsst. Auch ich habe noch sehr viele Erinnerungsstücke. Ich habe 2 Umzugskartons Erinnerungssachen im Keller bei meinen Schwiegereltern. Darunter einen Haufen Fotoalben, aber auch zum Beispiel Reisesouvenirs von unglaublichen Reisen, die ich als Kind gemacht habe. Oder zum Beispiel meine Lieblingspuppe, die ich als Kind hatte. Ich habe auch meine Lieblingskinderbücher, Patterson und Findus, habe ich auch noch alle. Und es besteht auch kein Grund, das wegzugeben, wenn es in einem gewissen Rahmen ist. Die Frage ist immer, ist es ein Ballast oder ist es kein Ballast? Und gerade am Anfang neigen wir dazu, einfach das Gefühl zu haben, dass wenn wir wirklich ein echter Minimalist sein wollen, dass wir dann einfach alles aussortieren müssen. Und es gibt natürlich Menschen, die haben alles aussortiert. Und für die funktioniert das super. Und ich sage auch nicht, dass die das bereuen. Es gibt einige Influencer und YouTuber, die wirklich mit super, super wenig wohnen. Und das ist auch voll in Ordnung. Und ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Aber es ist halt auch einfach nicht für jeden. Und es sind halt vielleicht auch Extrembeispiele. Wie kann ich jetzt rausfinden, ob mir was zu viel ist oder ob ich es später vielleicht doch vermissen werde? Bei so Fragezeichen-Themen entscheidet oft das Bauchgefühl. Ist es eine Sache, die euch schon euer Leben lang begleitet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr es auch vermissen werdet. Kann aber auch genau umgekehrt sein. Kann eine Sache sein, die euch vielleicht von euren Eltern auferzwungen wurde oder die ihr nur macht, weil es in eurer Familie normal war. Und es kann eine Befreiung sein, das endlich gehen zu lassen. Im Zweifel empfehle ich euch, das Ganze in einen Karton zu packen und in den Keller zu stellen und nach ein paar Monaten nochmal drüber nachzudenken, ob ihr das jetzt wirklich vermisst habt oder ob ihr euch schon ein bisschen befreit habt, weil es aus eurem Sichtfeld raus ist. Ich weiß inzwischen jedenfalls, dass ich nicht zu diesen Minimalistinnen gehöre oder Minimalisten, die einfach nur in Anführungszeichen super wenig Kleidung haben. Ich habe immer noch wesentlich weniger, als ich früher hatte. Aber ich habe akzeptiert, dass ich mich trotzdem wohlfühlen will und dass es mich in meinem Gesamtleben unglücklicher macht, wenn ich diesen Bereich, den Bereich Fashion, einfach weglasse aus meinem Leben. Und jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, was ihr darüber denkt. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr was aussortiert habt und hinterher habt ihr es ein bisschen bereut und wollt diesen Bereich wieder zurückholen in euer Leben? Oder gibt es vielleicht Sachen, die ihr loslassen wollt, aber ihr seid euch nicht sicher? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. Und das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Thema. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch und bis bald. Adios!